Hallo und willkommen zu diesem Video über die Logistikeinstellungen in Xentral. Wir geben dir hier einen Überblick über die wichtigsten Logistikoptionen und welche Auswirkungen sie haben. Da es viele Logistikoptionen gibt, legen wir am besten direkt los. Die Logistikeinstellungen legst du für jeden Vertriebskanal separat fest. Deshalb findest du sie in den Projekteinstellungen. Dafür klickst du oben rechts auf das Einstellungs-Icon, gibst in der Suche Projekte ein, wählst das gewünschte Projekt, klickst auf den Reiter Einstellungen und dann auf den Unterreiter Logistik Versand. Hier kannst du vom Kommissionierverfahren über Dokumenten- und Druckereinstellungen bis hin zu Lager- und Versandzentrumseinstellungen vieles festlegen, was für Logistik und Lager relevant ist. Ziel des Videos ist, wie gesagt, ein Überblick über die wichtigsten Einstellungen. Details zu jeder Option findest du im verlinkten Handbuchartikel. Wir starten ganz oben im Bereich Schnellauswahl Kommissionierverfahren. Hier hast du verschiedene Verfahren zur Auswahl, deren Einstellungen du schnell als Basis übernehmen kannst. Wenn du auf ein Verfahren klickst, siehst du in einem Pop-up, was das Kommissionierverfahren beinhaltet und worauf du achten solltest. Mit einem Klick auf Kommissionierverfahren jetzt aktivieren, übernimmst du das Verfahren und weitere Voreinstellungen für Drucker und Dokumente. Du kannst diesen Teil aber auch überspringen und direkt zum nächsten Bereich Versandprozess und Kommissionierung springen. Dort kannst du ebenfalls das Kommissionierverfahren auswählen. Das beeinflusst, was genau passiert, wenn du einen Auftrag an den Versand übergibst. Wir gehen hier nicht auf die einzelnen Verfahren ein, die findest du in den Videos zu den Logistik-Workflows oder im verlinkten Handbuchartikel, um das passende Verfahren für deine Logistik zu wählen. Die nächsten 3 Optionen sind Spezialfunktionen, die sich jeweils auf bestimmte Kommissionierverfahren beziehen. Die Option Sortierung Kommissionierschein ist nur relevant, wenn du in der Logistik mit Kommissionierscheinen arbeitest. Damit legst du fest, wie die Artikel darauf sortiert werden, entweder nach Lieferscheinposition oder nach Lagerplatzreihen. Mit der Einstellung Autoversand als Standard deaktivieren, legst du projektbezogen fest, dass Aufträge nicht automatisch freigegeben werden. Stattdessen muss jeder Auftrag manuell geprüft und freigegeben werden, bevor die Auftragsampel grün wird und der Auftrag in den Versand geht. Ein typisches Szenario wären zum Beispiel hochpreisige B2B-Aufträge, die über dieses Projekt abgewickelt werden. Mit den beiden Optionen Belegdrucker Stufe 1 und Stufe 2 legst du fest, an welcher Stelle im Logistikprozess deine Dokumente gedruckt werden sollen. Stufe 1 greift direkt, nachdem der Auftrag an den Autoversand übergeben wurde. Stufe 2 greift, sobald du in der Versandstation in den Paketmarkendialog wechselst. Darunter kannst du optional festlegen, ob und wo Etiketten für alle Artikel auf dem Lieferschein gedruckt werden sollen. Das ist allerdings eher eine Spezialfunktion. Im nächsten Bereich Stufe 1 Pick Kommissionierung und Stufe 2 Pack an der Versandstation legst du fest, welche Versanddokumente gedruckt und/oder per E-Mail verschickt werden sollen. Wie bei den Druckereinstellungen oben kannst du auch hier getrennt für Stufe 1 Versandübergabe und Stufe 2 Versandstation festlegen, was jeweils passieren soll. Neben den Druck- und E-Mail-Einstellungen gibt es in diesem Bereich noch ein paar weitere wichtige Optionen. Mit der Option Rechnung erst beim Versandlabeldruck erzeugen, wird die Rechnung erst dann erstellt, wenn du den zugehörigen Lieferschein im Versandzentrum abgearbeitet hast. Der Vorteil, das Rechnungsdatum stimmt mit dem tatsächlichen Versanddatum überein, auch wenn es mal zu Lagerengpässen kommt. Mit der Option Drucken nach Trackingnummer erfassen in Stufe 2 kannst du die Rechnung erst dann drucken, wenn bei der Versandstation die Trackingnummer erfasst wurde. So erscheint sie dann auch auf der Rechnung. Mit der Option Paketmarke drucken kannst du unter bestimmten Voraussetzungen das Versandlabel automatisch per Lieferschein bereits bei der Versandübergabe in Stufe 1 drucken. Diese Einstellung ist zum Beispiel sinnvoll bei Einstückbestellungen, bei denen die Versandverpackung bereits Teil der Produktverpackung ist und du nur noch das Versandlabel aufkleben musst. In Stufe 2 gibt es außerdem die Option Paketmarke automatisch drucken. Damit wird die Paketmarke automatisch erstellt und die Trackingnummer dem Auftrag zugeordnet, sobald die Artikel im Versandzentrum bestätigt wurden. Ganz ohne, dass der Lagermitarbeiter den Paketmarkendialog nochmal öffnen oder bestätigen muss.
Schauen wir uns jetzt noch die zusätzlichen Einstellungen im Bereich Optionen an. Wie gesagt, wir geben hier nur einen Überblick über die wichtigsten Einstellungen. Details zu jeder Option findest du im Handbuch. Starten wir mit der Option Autoreservierung im Lager. Sie sorgt dafür, dass die Artikel aller bereits freigegebenen Aufträge dieses Projekts aufsteigend nach Datum reserviert werden. Das hilft dir besonders, wenn du viele parallele Aufträge hast und sicherstellen willst, dass zuerst die ältesten bedient werden. Ideal zur Priorisierung in der Logistik. Die nächste Einstellung betrifft das Projektlager. Aufträge und Lieferscheine in diesem Projekt dürfen nur aus dem Lager ausgelagert werden, das dem Projekt eindeutig zugeordnet ist. Die Auftragsampel bleibt somit rot, wenn im Projektlager keine ausreichende Menge der Artikel vorhanden ist. Außerdem dürfen Aufträge anderer Projekte nicht auf das hier ausgewählte Lager zugreifen. Wenn stattdessen die Option bevorzugtes Lager aktiviert ist, werden Aufträge und Lieferscheine aus diesem Projekt bevorzugt aus dem gewählten Lager ausgelagert. Ist auf dem hier ausgewählten bevorzugten Lager kein ausreichender Bestand vorhanden, wird die Lagerampel rot angezeigt. Gleichzeitig dürfen auch Aufträge aus anderen Projekten aus diesem Lager ausgelagert werden. Diese Einstellung zum bevorzugten Lager setzt das ausgewählte Projektlager außer Kraft, falls beide Einstellungen aktiviert werden. Entscheide dich also für eine der beiden Optionen. Kommen wir zu den Optionen für das Versandzentrum. Sie betreffen vor allem den Ablauf an der Packstation. Mit der Option Versandzentrum 2 Schritte teilst du den Prozess auf 2 Personen auf. Eine Person scannt die Artikel zur Kontrolle, die andere übernimmt den Druck des Versandlabels. Die Einstellung Versandzentrum Artikelname aus Stammdaten legt fest, ob im Versandzentrum der Stammdaten Artikelname angezeigt wird. Hilfreich, wenn du abweichende Bezeichnungen in Belegen oder Shops verwendest. Der nächste Einstellungsblock betrifft das Verhalten von Artikeln mit Chargen, MADs oder Seriennummern. Hier legst du fest, ob Chargen, MADs und Seriennummern automatisch ausgebucht oder manuell im Versandzentrum erfasst werden sollen. Bei manueller Erfassung kannst du außerdem steuern, wie diese Daten im Versandzentrum angezeigt und ausgewählt werden. Auch das Scan-Verhalten im Versandzentrum lässt sich anpassen. Du kannst zum Beispiel das Scannen per EAN oder mit externen Shopnummern erlauben. Ideal für den Multichannel-Vertrieb. Auf der rechten Seite findest du weitere Einstellungen, zum Beispiel zum Porto-Check und Nachnahme-Check. Hier kannst du festlegen, ob die zugehörigen Auftragsampeln rot bleiben sollen, wenn 1 oder 2 Portoartikel in den Auftragspositionen fehlen. Mit der Option Anzahl Differenz Tage Auslieferung legst du fest, wie viele Tage standardmäßig zwischen Wunschlieferdatum und geplanter Auslieferung liegen, abhängig von der durchschnittlichen Versanddauer. Die Option automatisch Stücklisten explodieren löst Just-in-Time-Stücklisten direkt im Auftrag auf und zeigt dabei die Unterpositionen an. Und die Option nur Lagerartikel übernehmen stellt sicher, dass beim Weiterführen eines Auftrags zum Lieferschein nur Artikel übernommen werden, die als Lagerartikel markiert sind. Ganz unten findest du noch die E-Mail-Versandeinstellungen. Hier kannst du optional abweichende Absenderdaten oder Signaturen für E-Mails aus diesem Projekt hinterlegen. Zum Beispiel, wenn sie vom Firmenstandard abweichen. Und das waren die wichtigsten Logistikeinstellungen für Projekte in Central. Denk daran, deine Änderungen unten rechts zu speichern. Wir hoffen, du konntest einen ersten Überblick über die Logistikeinstellungen gewinnen. Für mehr Details zu den einzelnen Optionen schau gerne in unser Handbuch. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Viel Spaß weiterhin bei der Einrichtung und wir sehen uns im nächsten Video.